Heute kommt mein Tagesablauf. Mehrere Aufträge in diesem Video. Schauen wir, wo ich überall alles aufnehmen kann. Und es geht mal los. Welche Verstopfung? Hier kommt wahrscheinlich mehrere Verstopfungen in diesem Video. Hier haben wir unsere Badewanne. Die läuft hier rein und in die 100er Leitung. Momentan läuft sie nicht ab. Hier ist schon mal Baustelle. Hier hat schon Sanitärfirma aufgestimmt. Da in diesem Bereich halt, wo das Rohr vorbeigeht, ist alles verstopft. So sieht es jetzt aus. Früher hat man anstatt andere Rohre hat man so alte Wasserleitungen genommen und in diesem Bereich sieht man, wo das verbogen ist. Das ist eine richtige Verengung. Die ist ordentlich schwer und hier sieht man, dass es jetzt zu 100% dicht ist. Und ja, wenn man Badewanne laufen lässt, kommt es hier zu einem Rückstau. Hier ist jetzt Übergang von 50 auf 70, so wie aussieht. Und um weitere Verstopfungen zu vermeiden, gehe ich halt jetzt mal mit meiner kleinen Kette rein, weil hier wird der Anschlussbereich neu gemacht. Der geht da, denke ich, jetzt nach rechts und kommt in die 100er Leitung. Und damit sowas jetzt nicht passiert, dass dieser andere Rohr frei bleibt, machen wir jetzt weg alles. Okay. Mal schauen, ob die Welle überhaupt jetzt packt. Hoppala. Es ist schon mal richtig hart drin. Boah. Okay. Sieht jetzt perfekt aus. Und schauen wir mal, dass ich jetzt meine Wasser in Badewanne laufen lasse. Und hier sollte jetzt mal zu Rückstau nicht mehr kommen. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, jetzt bitte Wasser laufen lassen. Ah ja, jetzt sieht man das ordentlich. Jetzt läuft schon mal ab, ich sehe hier den Abfluss. Okay, einfach laufen lassen. Perfekt, hier brauchen wir keine Kamerafahrt jetzt machen. Die Baustelle ist soweit. Werkzeug rausfahren und zum nächsten. Schauen wir, was der nächste Baustelle kommt. Bis zum nächsten Kunde habe ich jetzt mal 14 Minuten. Und mal schauen, was da alles verstopft. Angeblich Küchenrückstau. Schauen wir, wie ich das löse und welche Probleme da gibt. Also bleibt dabei, vergiss nicht liken und kommentieren. So, der dritte Auftrag. Hier läuft mal Wasser, kommt nichts. Jetzt läuft die Küche mal und hier kommt Rückstau. Die Küche befindet sich in diesem Bereich und von da gehen wir jetzt mit der Welle rein. Und dann ist wieder mal abflussfrei. Na gut. Wir gehen mal von da rein. Und ja. Ich habe jetzt meine Lampe gestern gekauft für Waschtische. Ganz kleine mit Magnet. Die nehme ich nächstes Mal mit. Jetzt muss ich noch leuchten mit meinem Telefon. Aber ja, das passt. Perfekt. Jetzt kommt hier mein Adapter. Fahre ich hier rein und
Sie sehen, wie das Wasser abläuft in der Dusche ab. Jetzt schauen wir, hier kommt jetzt Wasser raus. Ich arbeite von der Küche und dann schauen wir, wie die abläuft. Ja, Wenn abläuft, einfach sagen. Ja. Es steigt. Es steigt. Steigt. Ja, stopp, stopp. Stopp. Oh, kommt eine Menge Dreck raus. Kommt da eine Menge Dreck raus. So, jetzt wird's ab. Ja, Und? jetzt ist wieder weg. Jetzt ist weg. Oh, das kam rabenschwarz daraus. Ja, das ist ja fett. Jetzt läuft in der Küche Wasser und das steigt nicht mehr. Jetzt heißt das, die Verstopfung ist beseitigt. Fahre ich noch ein Stück rein und dann raus und dann können Sie Ihre Zug noch rechtzeitig erwischen und wegfahren. Toll, Wahnsinn, ja. So, Küchenabfluss ist jetzt wieder frei. Zweiter Einsatz ist soweit. Kommt zu keinem Rückstau. Und ist schon mal leer. Beide Einsätze, Anschlussbereich, also Anschlussleitung ab zu dem dritten. Da jetzt mit diesem Pumpteil. Nicht geschafft. Hätte ich nicht Nee, geschafft, mit Pumpe ja. hätten sie nicht geschafft. Hier habe ich jetzt mit Spirale gearbeitet. So, alles zusammengebaut, alles sauber. Kleiner Funktionstest. Also, es kommt hier nicht mehr zum Rückstau. Zieht wieder Welt. Meist jetzt kleine Löffel nicht drin lassen, sonst ist es weg. Ne? In der Dusche kommt kein Rückstau. Hier ist alles dicht. Und hier sieht man, dass es sauber abläuft. Perfekt, oder? Ja, Jetzt können Sie mal wieder waschen. Ja. Und ich fahre halt zu dem nächsten Kunde. Ja. Dritter Auftrag ist fertig. Noch Vormittag. 5er liegt schon in der Kasse für Leberkasse, Semmel und Kaffee gleich. Und ich fahre jetzt, glaube ich, schnell Kaffee holen und zu dem nächsten, zu dem vierten Auftrag. Da ist auch, glaube ich, Küche oder Badewanne. Und bei dem vierten oder fünften Auftrag, was ich habe im Außenbereich, glaube ich, liegt da Fettleitung oder irgend sowas steht im Auftrag. Da bin ich schon selber gespannt, was das für eine Leitung ist. Also bleib dabei, vielleicht ist es sehr, sehr interessant für dich. So, angekommen. Jetzt habe ich mal dritte Stockwetze. Nehme mal meine Pumpe und Eimer und danach schauen wir, ob ich überhaupt meine Kamera brauche. Weil bei mir steht jetzt nur WC verstopft, ohne Rückstau. Aber das passiert sehr, sehr oft, dass du kommst und dann steht die ganze Badewanne voll mit Kacke. Dann muss ich halt nochmal gehen, Pumpe wegbringen, entweder Spirale oder meine Welle mit Kamera holen, um Verstopfung zu beseitigen. Jetzt kleiner Funktionstest. Toilette wird gespült. Läuft voll. Läuft zwar noch ab, aber es glückt noch. Jetzt versuche ich mal das mit der Pumpe noch wegkriegen und dann schauen wir mal mit der Kamera rein. So, schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert. Ich hole gleich Kamera und schaue mit der Kamera rein. Jetzt muss der natürlich voll laufen. Jetzt ist der Becken voll. Schauen wir mal. Naja, läuft noch trotzdem nicht richtig ab. Also es kommt dann wieder zum Glück. Und ein Geruchsstein, sowas haben Sie nicht gehabt? Nein. Okay. Läuft zwar noch nicht perfekt ab, aber es gluckert nicht mehr. Dann holen wir die Kamera und schauen mal die Leitung. Ich gehe davon aus, dass das jetzt hier in die rechte Seite geht und irgendwo in dem Bereich, weil da ist der Mauer, kommt es herunter. Jetzt habe ich mal ordentlich nochmal Druck drauf gelassen und also mit Pumpe zugemacht, Wasser laufen lassen und es hat ja richtig gekracht. Also Verstopfung ist auf jeden Fall beseitigt. Aber vorsichtshalber baue ich jetzt mal die Kloschüssel ab und es wird
mit der Kamera jetzt nochmal kontrolliert. Das alles wirklich in Ordnung, nicht dass der Energieschoss eine Verstopfung hat. Und natürlich wird die Kloschüssel angeschaut auf Ablagerungen, weil irgendwo ist es halt jetzt stehen geblieben. Ne? Warum war das überhaupt verstopft? Aber das schauen wir jetzt mal an. Okay. So. Das Kloschüssel sieht ja eigentlich nicht so schlecht, leicht abgelagert. Und hier gehen wir jetzt mal mit der Kamera rein. Jetzt haben wir meinen Kameracheck gemacht, über 12 Meter. Und der Abfluss ist komplett jetzt mal frei. Und die Verstopfung war in diesem Bereich, hier in diesem Bereich, in der Anschlussbereich, also noch vor der Fallleitung. Es war einfach halt ein bisschen zu viel Toilettenpapier und nicht so gut runtergespült. Aber jetzt ist wieder gut. Erledigt. Und ich fahre jetzt, baue ich hier mal zusammen, fahre ich zum nächsten Kunde. Ich glaube, das ist diese Fettleitung, was ich jetzt als nächstes habe. Und dann schauen wir, ob das ein großer Auftrag wird. Kunde ist glücklich, Chef ist glücklich und die Rohrreiniger ist auch glücklich. Ich habe nochmal 5 kassiert. Und dadurch, dass ich in der Nähe von Firma bin, hole ich mir da einen Kaffee. Meine Tasse ist schon da und leer. Und dann ab zum nächsten. Heute ist irgendwie Hölle los. Das war jetzt, ich glaube, 4. Auftrag. Ich kenne mich schon immer aus nach der Urlaub. Also Kaffee holen und dann kommt jetzt wahrscheinlich diese fette Leitung, der im Außenbereich voller verfettet laut Kunde. Mal schauen, ob das länger dauert oder nicht so lang, ob ich mit Spüler mache, mit Spirale. Alles immer vor Ort. Hau rein, schauen wir mal weiter, wie es läuft. Jetzt haben wir Kombination Waschtisch. Läuft hier, von hier raus. Und das ist unsere Küche. Die ist hier gegenüber vom Wand. Und hier, so wie aussieht, das was nach oben geht, das ist Entlüftung. Leitung steht voll. Da gehe ich jetzt mit meiner Welle rein und dann schauen wir mal, wie das Wasser abfließt. Also hier ist sehr großer Neigungswinkel, so wie aussieht. Hier fließt das Wasser schnell als Fett und dann verschwindet es hier unten irgendwo. Ich glaube, hier macht er ein Fallrohr. Ah ja, genau. Hier kommt es runter und ich gehe davon aus, dass es jetzt in diesem Fallrohr verstopft. Aber wir sehen gleich, wie das Wasser abfließt. Na, dann schauen wir mal. Jetzt stehe ich bei dem Bogen. Also die Welle ist ein bisschen zu weich, komme ich nicht durch, glaube ich. Werde gleich Spirale brauchen, aber jetzt schauen wir mal. Also, jetzt kommt Spirale rein. Jetzt hat es Bewegung gemacht beim Rückfahrt. Jetzt probiere ich nochmal raus. Vielleicht funktioniert.
noch nicht so weit. Das ist mein Handy. Alles gut. Es kommt zwar Bewegung, aber noch nicht richtige Bewegung. Ist aber richtig in Fallleitung alles zu. So, schauen wir mal. Also, Welle hat nichts gebracht. Ich habe jetzt meine Spirale mit Aufsatz hier reingeschoben. Bei der Welle habe ich jetzt ein bisschen Haare gehabt. Und jetzt gehe ich davon aus, dass da jetzt mit der Spirale komme ich jetzt voran. Also ich muss jetzt vorankommen, weil sonst anders passt nicht. Okay. So. Und wichtig, dass die Rohre halt nicht da sind. Jetzt kommt schon mal langsam Zurückstau. Das, was in der Leitung drin ist. So. Wasser steht immer noch. Jetzt sieht man schon, dass das langsam steigt. War jetzt schlecht, aber hoppla. Die erste Spirale ist schon fertig. Jetzt kommt die zweite. So, zweite rein. Jetzt kommt Bewegung langsam. Aber zu wenig. Ist aber richtig zu. Sie haben zu viel Schweinebraten gekocht. Ah, selten. Aber mit der Zeit hat sich gesammelt. Ich bin schon über 4 Meter drin. Mit meiner Maschine mit Spirale. Jetzt sinkt es langsam. Jawohl, jetzt. Ja, jetzt können Sie mal kurz Wasser mal aufmachen. Ja. Oder machen Sie hier auf. Ich sag Sie Stopp. Stopp. Jetzt kommt trotzdem noch Zurückstau. Sehr viel Zeug drin. Lauft ab. Ganz langsam Wasser laufen lassen einfach. Okay, Sie können dann mal vielleicht unten mal reinschauen in die Küche. Ob unten in die Küche nicht, dass das Zurückstau bei Ihrer Küche kommt. Ja, das ist meine Tochter. Ach so, Die okay. ist zwar nicht da, aber bei der hat es immer funktioniert. Ja, aber das Problem, ich war jetzt in der Fallrohr, falls das zu viel hat gelöst, kann passieren, dass im Kellerbereich der Bogen zumacht und alles, was Sie oben laufen lassen, kommt Ich schaue Zurückstau. schon mal bei mir. Genau, hier einfach Wasser laufen lassen, leicht. Und einfach unten schauen. Und ich mache, wenn was ist, zu. Perfekt. Ich glaube, jetzt ist es soweit. Hier läuft das Wasser ab. Ich fahre jetzt mal raus und die Frau schaut mal in der Leitung, also in der Küche unten. Und bei der Kamerafahrt sehen wir, was da los ist. Ne? Also schauen wir mal gleich. So, der Abfluss ist jetzt frei, bin ich mit der Kamera drin, war ich über 6 Meter. Und hier in diesem Bereich bei 4-5 Meter, hier sieht man, wie das ein Bogen oder ein Rohr richtig zusammengedrückt. Aber da kommt, glaube ich, da kommt vom links eine Zulauf. Also Abfluss ist frei, alles kann man benutzen. Sie können mal Küche jetzt volle Pulle laufen lassen und schauen wir mal.
Jetzt kommt die Blütendeckel und dann ist halt Endspur. Dann bin ich fertig. Normalerweise bauen wir das nicht zusammen. Wenn wir nichts abbauen, dann bauen wir nicht daran. Aber läuft super. Ist schon leer, oder? Ja, ist schon leer. Dann ist perfekt. Aber bei Ausnahmen machen wir sowas. Ah, die halten gar nicht. Die halten gar nicht. Nee. Was hat man da? Die, Mach es so professorisch, dann schau ich weil mal. der andere haltet, also der linke haltet, aber hier sind, weil hier ist Drehgipsplatte, Ja, genau. da sind wahrscheinlich schon die Löcher kaputt. Der zieht ja nicht mal fest. Hauptsache es ist einmal zu. Hauptsache ist mal zu. Aber Oh ja, mein Gott, das halt da gar nicht. nee, weil sehen Sie, hier braucht man eine Dübel. Und da ist jetzt keine Dübel, die kann man einfach so reinstecken. Ja, Und das ist nicht schon. Aber der andere haltet und hier ist schon so kaputt oben, dass das nicht mehr haltet. sie, Jetzt hängen die beiden. Ursache war halt ein bisschen Haare, aber die Hauptsache war das alles voller Fett und diese Verengung. Abfluss ist frei und ich fahre jetzt zu dem nächsten. aha. Jetzt befinde ich mich in die Baustelle, was ich gesagt habe, dass die im Außenbereich voller Fett ist. Im Moment sieht es so aus, es wurde vom Kunde schon alles aufgegraben. Was hat der Rohr? Was ihr da seht, die ist richtig deformiert. Die ist von dem Loch von da rausgegangen. Dann war der Übergang, was da unten liegt, von den 70 auf 100. Und hier bin ich mit der Kamera in Kagero reingegangen, komme ich so circa 50 cm und es geht ungefähr in diesem Bereich. Und weiter komme ich nicht rein, alles voller Fett steht. Unter dem Auto ist ungefähr der Zwischenschacht, der ist unter die Pflastersteine. Gehe jetzt von hier rein mit meinem Werkzeug und dann schauen wir mal die Leitung gemeinsam an. Hier kommt die Regenleitung. Und da kommt der Abfluss von der Küche. Na gut. Es ist wichtig, dass jetzt in unserem Bereich nicht Zurückstau kommt. Ah, jetzt kommt bitte zu drehen. Jetzt kommt er ordentlich raus. Und es geht sehr, sehr schwer rein. Vielleicht haben Sie Wurzeln. Jetzt mal wieder aufdrehen. Aber jetzt so. Dann sieht man jetzt richtig, wie weiße Stücke rauskommen. Und ich hoffe, ich fahre jetzt bis zum Schacht und der Fluss ist frei. Weil wenn das im Schacht zu ist, dann muss man das gleich aufmachen und schauen, wie das im Schacht aussieht. Ja, Es war einmal drin in der Leitung und das sieht jetzt so aus. Ich lasse jetzt das ausblenden. Oberhalb sieht man jetzt richtig viel Fett, aber hier in dem Bereich bei dem Anfang vom Rohr ist ca. 90% Fett und das schaue ich, dass ich jetzt mit meinem Werkzeug wegkriege. Also ich fahre jetzt noch mal rein. So, jetzt legen wir mal los auf die Baustelle. Okay. Dann mal ein bisschen Wasser rein. Das merke ich schon gleich hier, dass das richtig hart ist. Ich hoffe, dass jetzt zu keinem Rückstau kommt. Okay, kann man Wasser abdrehen. So, jetzt schauen wir mal nach der Verstopfung beseitigen, wie die Leitung aussieht. Ja,
Okay. Hätte es ja nicht im Rad so gut ein. Also in dem Bereich habt ihr jetzt gesehen, das war Leitung komplett voller Fett. Beim zweiten Mal habe ich jetzt alles frei bekommen. Komplette Leitung ist frei. Sieht ihr jetzt Verfärbung schwarz, das ist durch die Fett. Aber wir haben circa bei 4 Meter eine kleinere Senke. Also hier sieht man das oberhalb ein roter Streifen, das heißt bis daher war Leitung komplett dicht. Und in dem Bereich sieht man kleinere Senke und hier kommt bei 5 Meter kommt der Toilette. Bei 5 Meter kommt Toilette. Unterhalb alles frei. Und hier kommt wieder Bogen. Ansonsten sieht die Leitung komplett sehr gut aus. Und hier bei 12 Meter trifft er sich schon mal mit Regenleitung. Und das ist ja eine Rückstauklappe, Das ist ja da jetzt. die ausgebaut ist. Unterm Auto, ne? Ja. Unterm Aber- Auto, das war ist, da haben wir nur. genau. Und da ist der Schacht, ne? Bei 12 Meter. Ja. Genau. Gut. So, die Baustelle ist fertig. Leitung habt ihr gesehen. Ich packe jetzt hier zusammen und fahre zu dem nächsten Kunde. Und hier wird eine neue Leitung verlegt, genauso wie wahrscheinlich der zweiten Schacht. So, ihr habt jetzt alles gesehen. Verstopfung ist weg. Der Kunde war begeistert von mir. 20 Euro habe ich auch bekommen. Und jetzt ist Notfall. Habe noch 2 Aufträge gekriegt. Heute nicht mal dazu gekommen, um Leberkassemmel zu essen. Aber das macht nichts. Heute bin ich richtig positiv eingestellt. Alle Kunden sind positiv auch. So kann man arbeiten. Schauen wir mal, was mich alles noch erwartet. Jetzt der nächste Auftrag, glaube ich, halbe Stunde Fahrt. Jetzt einmal Blockhaus. Verstopfung vom ersten Stock beseitigt. Leider konnte ich nicht vorne alles aufnehmen. Hier habe ich den Schacht kontrolliert. Das ist schon mal Kellerbereich. Und ja, wir haben jetzt folgendes Problem gehabt, dass da in dem Kellerbereich Wasser getropft hat. Hier haben wir eine Pumpe drin, noch nicht zu machen. Und hier, so wie aussieht, das ist ja Wasser getropft von hier, da, überall. Und hier ist Rohr entlang Wasser gelaufen. Das heißt, irgendwo bei den Muffen hat das Wasser ausgedrückt, jetzt ist der Abfluss frei, Wasser läuft ab. Perfekt. Jetzt ist kurz nach 6, ich habe jetzt geschafft. Letzten Auftrag habe ich für euch nicht aufgenommen, weil da darf ich jetzt keine Video drehen im Gewerbegebiet. So, jetzt ist meine Frage, hat dir das Video jetzt gefallen? Gefällt dir sowas, dass ich meinen Tagesablauf aufnehme? Oder nur ein einzelner Auftrag in groß, so circa 15-20 Minuten, so wie die anderen Videos? Würde ich mich sehr freuen, dass du mir einen Kommentar schreibst, ob das war okay oder nicht. Und falls du bei mir live oder meine Live-Video gesehen hast, würde ich mich auch freuen, wenn du schreibst, ja, öfter live rausgehen, dann kann ich mal ab und zu mal Samstag, Sonntag oder je nachdem unter die Woche mal kurz live rausgehen und dann können wir mal unterhalten von meinem Video, alles möglich. Bis nächstes Mal, freue mich über deinen Kommentar, Likes, gerne auch abonnieren. Schauen wir, was alles mich morgen erwartet.